Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich dir, wie man doppelt im Video sein kann. Und zwar soll das Ganze so aussehen. Hier habt ihr gesehen, ich bin doppelt im Video. Man merkt jetzt nicht, dass das zwei Clips sind. Und ich zeige euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Wie schon gesagt, sind das zwei Clips und das Ganze funktioniert so. Der untere Clip ist der Clip, wo ich dran sitze, ohne denjenigen, der zur Seite reinläuft. Der obere Clip besteht aus dem Clip mit dem Reinlaufen und einer Maske. Das zeige ich euch aber gleich. Als allererstes ist ganz wichtig, wie man schon sieht, das Ganze ist mit einer Maske möglich, aus dem Grund, dass die Kamera ganz still steht bei der Aufnahme. Ich habe zwei verschiedene Aufnahmen mit zwei verschiedenen Gestiken, die ich in dem Video ausführe. Das Wichtige dabei ist, nichts davon darf sich überschneiden. Das seht ihr auch gleich. Ich wähle nämlich bei der Maske immer den Punkt aus, wo ich dem Ganzen am nächsten komme. Und das ist der Moment, wo ich meinen Kopf nach vorne bewege. Sieht man hier, dass ich den Stuhl schon berühre. Das nicht so gut ist, weil auf dem anderen Video sieht man, dass ich hier auch schon bin. Deswegen bei der Aufnahme schon aufpassen, dass auf jeden Fall alles passt, dass man später einfacher hat. Jetzt nehmen wir mal den Punkt vom Video, wo ich am nächsten dran bin beim Stuhl und wähle hier oben eine Maske aus mit dem Freizeichnen-Werkzeug, dass ich die Maske selber anpassen kann. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter raus aus dem Video und werde das Ganze anfangen zu maskieren. Wir sehen ja, dass wir ziemlich nah hin müssen, aber hier oben ist ja noch der Kopf. Deswegen lassen wir hier ein bisschen frei, versuchen hier so gut es geht vorbeizukommen und gehen wieder raus aus dem Ganzen. Jetzt schließen wir die Maske ab und gehen einmal hier auf Umkehren. Jetzt sehen wir schon, perfekt, die Maske ist erstellt. Später können wir hier noch die Weiche einstellen. Die Deckkraft bleibt natürlich auf 100% und die Ausweitung, falls wir zu weit hinten oder zu weit vorne sind. Im Notfall können wir hier immer noch alles hinziehen, wie wir das Ganze brauchen. Jetzt legen wir den Clip, wo ich sitze, parallel genau unter das Video mit der Maske. Hier sieht man jetzt die Maske. Das Ganze können wir ganz einfach ändern, und zwar mit weiche Maskenkante. Hier gehen wir einfach ein bisschen höher. Ihr seht schon, man sieht es schon fast nicht mehr. Und jetzt ist das Ganze verschwunden. Man nimmt es auf jeden Fall nicht mehr wahr. Aber keine Sorge, die Vorarbeit ist natürlich das Wichtigste. Passt das Video am Anfang, ist es in der Nachbearbeitung noch einfacher. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Oh nee, Digga.